So, dann möchte ich Sie nochmal willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier mit auf diese Webinarreise zu begleiten. Ich möchte nochmal sagen, das ist ein Pilotprojekt. Das Format so im Ungefähre wäre, dass wir jetzt ein bisschen so 5 Minuten Intro machen. Dann würde ich Ihnen ein bisschen so Einsichten geben. Im Moment ist das Thema ja die Basis von KI und wieso das auch relevant ist in unserer Branche jetzt, in dieser schönen Hotellerie bzw. Beherbergungsbranche. Und dann würde ich das für 15 Minuten machen. Nachher würde ich meinem lieben Kollegen Alessandro übergeben und er würde dann für Mirus übernehmen und zeigen, was ihr cooles Tool eigentlich jetzt machen kann und was da eigentlich funktioniert. Zu diesem Punkt teile ich dann schon mal meinen Bildschirm. Ich hoffe, dass ihr das alle jetzt sehen könnt. Das ist eine rote Slide im Moment. Genau. Mein Name ist Kartik Muralidaran. Ich bin der Projektmanager für KI und Digitalisierung bei Hotellerie Suisse und habe die EHL in ca. 2021 abgeschlossen und arbeite seit dann eigentlich bei Hotellerie Suisse. Im sogenannten Hospitality Booster habe ich angefangen und der Hospitality Booster ist auch unser Innovationsnetzwerk der Branche. Der Sinn davon ist wirklich, dass wir Ideen zur Realität bringen können und neue Sachen auch testen können. Dieses ganze Format, diese Webinarserie, die wir organisieren, ist auch ein Teil von diesem Hospitality Booster, damit wir mal testen können, wie kommt es an, was mögt ihr nicht und was müssen wir anpassen in Zukunft, falls das weitergeführt werden sollte. In diesem Rahmen möchte ich aber auch direkt ins Thema reinsteigen. KI nimmt momentan extrem viel Schwung auf und die Frage ist so ein bisschen, ist dies wirklich die vierte industrielle Revolution oder geht es hier nur um einen schönen Spaß, den wir haben? Na, das Erste, was ich eigentlich sagen möchte, ist, KI ist nichts Neues. Das ist so ein Konzept, das schon mega lange existiert und wenn Sie da auf diesen Graph schauen, sehen Sie seit 1936, als Alan Turing zum ersten Mal dieses Konzept auf den Tisch gebracht hat. Man kann sogar argumentieren, dass es die ersten Ideen schon in den 1800er Jahren gab, aber normalerweise bleibt man bei 1936, als Alan Turing diese erste diesen ersten Moment hatte. Und dann hat sich vieles sehr schnell eigentlich entwickelt bis die 1980er beziehungsweise die 1970er. Dann hatte man ungefähr 10 Jahre, wo es still war. Wie ihr vielleicht euch erinnert, in 1997 hat Deep Blue, ein Schachprogramm, Garry Kasparov geschlagen und das war so ein massives Event, das eigentlich dann auch wieder so ein bisschen Aufschwung in diese KI-Welt gebracht hat und schlussendlich in 2017, was hier nicht drauf ist, hat Google ein Papier rausgebracht, das Transformer-Papier. Und das hat dann in 2022 dazu geführt, dass wir das erste ChatGPT eigentlich erhalten haben. Und seitdem sind wir in einer sogenannten KI-goldenen Zeit. Da hat es jetzt extrem viel Aufschwung genommen und hat sich extrem verschnellt. Und das ist definitiv einen großen Wandel der Branche. Denn wir müssen auch den Fokus drauf legen, dass wir diesen Wandel von Excel-Bearbeitern zu Gastgebern nehmen. Im Moment verbringen viele Hoteldirektoren sehr viel Zeit am Computer, wo man eigentlich mit dem Gast verbringen könnte. Nicht nur die Direktoren, sondern viele andere Mitarbeiter auch. Und deshalb wollen wir als Hotellerie Suisse sicherstellen, dass ihr ein bisschen mehr auf diesen Zug mitgehen könnt. Es erlaubt uns, die Erwartungen ein bisschen zu antizipieren und das Gästeverhalten zu analysieren und leitet dann zu einer stärkeren Individualisierung. Es hat aber auch einen Teil, dass wir einen größeren Drang jetzt haben, von der Technologie eigentlich wegzukommen. Und das kann sehr interessant sein, denn die KI, die wir jetzt haben oder auch die wir schon seit 10, 20 Jahren bekommen haben, kann das ermöglichen. Wir haben dazu auch eine Forschung gemacht mit Roland Scheck. Das ist zum ersten Mal in 2023 geschehen und wurde in diesem Jahr wiederholt. Dazu haben wir auch wieder mal mitgemacht und haben das auch rapportiert, war in unserem Newsletter und auf unseren Social-Media Seiten. Aber die weiteren konkreten Erkenntnisse, die kommen noch. Und da arbeiten wir mit Professor Scheck sehr eng zusammen, dass wir wirklich konkrete Handlungsempfehlungen an Sie bringen können.
Wir haben auch aber Beispiele, die schon in der ersten Forschung sehr klar ersichtlich wurden. Da sehen wir zum Beispiel Sachen wie personalisierte Nachrichten und Empfehlungen oder Chatbots, automatisierte Feedback-Antworten, wenn es um die Kundenerfahrung geht. Ich habe jetzt ganz spezifisch Gesichtserkennungssysteme übersprungen, weil das ein interessantes Use Case ist, aber schlussendlich kommt da jetzt sehr viel Rechtliches dazu. Das werden wir aber an einem späteren Punkt im 5. Webinar auch mal anschauen. Dann haben wir auch noch Sachen wie die Echtzeit-Umsatzmanagement, prädiktive Analyse oder Prognosen oder die Automatisierung und Verbesserung von verschiedenen Aufgaben. Es gibt aber noch mehr, natürlich. Wir haben personalisiertes Marketing und Serviceangebote. Es gibt auch ein konkreter Wettbewerbsvorteil, denn wenn man den Service besser an die Kunden individualisiert, dann geht man davon aus, dass man bessere Kundenloyalität auch aufbauen kann und auch für das gesamte Haus etwas, das sehr oft als langweilig empfunden wird, aber sehr essentiell ist, Backend-Operationen mit prädiktiver Wartung. Aber das Thema KI ist so groß geworden. Und wenn ich jetzt KI sage, dann denkt ihr wahrscheinlich alle an ChatGPT oder Gemini oder jenste andere Modelle, die momentan mega in den Nachrichten sind. Dieses Diagramm sieht nach sehr vielen Worten und sehr viel aus, aber der Sinn davon zum zeigen ist, generative KI ist nur ein kleiner Teil von diesem großen Ding, das wir KI nennen. Und wenn ich über KI rede, meine ich generell dieses große Böckchen und nicht das kleine Böckchen von generative KI. Und ich versuche da immer diese Unterscheidung zu machen, weil das schon noch wichtig ist, dass man da ein Verständnis dazu hat. Dann hat man jetzt noch diese agentische KI, das jetzt auch mega in den Nachrichten ist, bekommen. Auf das werde ich etwas später eingehen, aber das hat auch massive Effekte und also es geht ein bisschen von generativer KI auch raus. Ich muss jetzt leider ein bisschen Lexikon, Wörterdefinition machen, weil das einfach auch über die nächsten paar Webinars noch wichtig sein könnte. Wir haben das sogenannte LLM. Eventuell habt ihr das schon öfters mal gesehen, das Large Language Model. Wie ihr seht, ist das einfach ein großes Sprachmodell. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist eine Bibliothek. Und wenn ihr in eine Bibliothek geht und ihr sucht für ein spezifisches Buch, sagen wir Housekeeping in der Schweiz in 2025, Best Practices dazu, dann werdet ihr sehr lange brauchen, wenn ihr in einer Bibliothek in Zürich oder in Basel reingeht oder halt in diesem Fall das gesamte Internet und ihr sucht dieses spezifische Buch. Eventuell findet ihr was, das relevant ist, das irgendwie verbunden ist, aber ganz spezifisch auf euer Use Case wird unwahrscheinlich sein. Und deshalb hat man auch noch SLMs erstellt und das ist nichts anderes als ein kleineres Modell davon. Es ist trainiert auf weniger Daten und das kann man sich vorstellen als eine Sektion von der Bibliothek. Vielleicht ist es die Sektion spezifisch Schweizer Housekeeping 2025 und dann kann man da ganz spezifische Bücher jetzt finden zu diesem einen Thema. Man kann jetzt kein Buch zu ähm, der Wirtschaft von der USA in den letzten 50 Jahren finden, weil es einfach nicht relevant zu diesem Thema ist, eventuell. Aber im Großen und Ganzen ist das auch nicht der Sinn von einem SLM, einem Small Language Model oder einem kleinen Sprachmodell. Dann hat man auch noch das Wort Gen AI oder Gen KI, ist nichts als ein Kürzel von generative KI. Und das ist, was genau der Unterschied zwischen generative KI und KI ist, habe ich ein bisschen vorher angesprochen. Ich werde da noch ein bisschen tiefer reingehen. Und das Wort Halluzinationen. Ich persönlich mag das Wort Halluzinationen überhaupt nicht. Halluzinationen sind nicht anderes als Fehler. Und wenn ich bei Hotellerie Suisse an meine Chefin gehen könnte und sagen kann, hey, ich habe einfach halluziniert und dann ist alles okay, würde sie, glaube ich, nicht so zufrieden sein oder nicht so freundlich darüber sein. Sie würde eher sagen, nee, du hast jetzt einen Fehler gemacht, jetzt flick diesen Fehler. Und hier finde ich, das ist eine Definition, die ich von GPT-4 gemacht habe, also es ist auch schon etwas länger her, die diesen Unterschied ein bisschen besser eigentlich darstellt. Und der wichtige Punkt hier rauszunehmen ist eigentlich, dass generative KI neue Inhalte erzeugt, die noch nicht existieren. Ähm,
Und das natürlich basiert auf bestehenden Daten und Muster, aber es erstellt etwas wirklich Neues. Ich habe diese Präsentation oder diese Art von Präsentation schon öfters in der Vergangenheit gemacht, bei verschiedenen Erfahrungsgruppen, die wir haben bei Hotelier Swiss oder auch in internen Meetings etc. Und in diesem Rahmen habe ich diese Slide immer drin. Aber so wie ich diese Slide, diesen Content an euch jetzt präsentiere, das habe ich noch nie vorher gemacht. Ich könnte auch Karteikärtchen haben mit genau den Sätzen, die ich immer wieder sagen sollte. Aber wie ich es dann eigentlich sage, welche Intonation ich benutze, wie die Stimme eigentlich geht, das ist komplett neu. Jedes Mal. Ich kann es, so viel ich versuchen würde, nicht nochmal genauso gleich machen. Und so könnt ihr euch eigentlich vorstellen, was der Unterschied ist. Es ist wirklich immer etwas Neues, auch wenn der Satz eventuell schon mal irgendwo geschrieben worden ist. Es ist eigentlich neu generiert. Und KI grundsätzlich macht nichts Neues. Es ist eine Problemlösung, es ist eine Analyse von existierenden Daten und eventuell eine prognostizierte Analyse oder ein Lernen und Weiterlernen und vertieftes Verstehen von einem Problem. Und ein bisschen einfach euch Inspiration zu geben und ich würde euch ermutigen, all diese Sachen haben grundsätzlich kostenlose Versionen. Das sind so die großen generativen Tools. Oder man hat ChatGPT, das ist das Tool, das wirklich die Wellen gemacht hat und diese neue Technologie in die Welt eigentlich geschossen hat. Claude ist das Tool, das man grundsätzlich sagt, hat die beste Sicherheit, die besten Datenschutzkriterien. Gemini ist das Tool von Google, ist auch wirklich dann auf diese Datenbank, die Google halt einfach hat, basiert und ist demnach sehr, sehr stark und entwickelt sich auch sehr schnell. Grok ist das von XAI oder X oder Twitter, wie man es jetzt auch nennen möchte. Und das ist ein bisschen anders aufgebaut, dass es keine Barrieren hat. Es versucht ein bisschen mehr wirklich offen auf Daten sich einzugehen und auf diese Basis Entscheidungen zu machen. Auch das hat sehr viele Konsequenzen und Probleme, aber im Grunde gesagt hat Grok sehr, sehr gute Funktionen. Die ethischen Implikationen und so weiter sind auch im Webinar 5 eingeplant. Und Copilot ist das von Microsoft, das Tool, das eigentlich grundsätzlich mit allen anderen Microsoft Office Tools verbunden ist, wie Word oder PowerPoint oder Teams, Outlook etc. Zwei Tools, die ich auch noch super finde, sind Perplexity. Eventuell habt ihr schon mal davon gehört. Das ist super viel Forschung, auch besonders wenn man halt Referenzen und so weiter haben möchte. Und NotebookLM ist ein richtig starkes Tool, wo man sehr viel Forschung eingeben kann oder interne Dokumente, die man hat. Natürlich immer auf den Datenschutz schauen und immer sicherstellen, dass man da nicht zu heikle Informationen reingibt. Und dann aus dem kann man zum Beispiel Podcasts oder Videos oder Training-Informationen zusammenbilden und erstellen. Und von diesem Sinn her hat das wirklich einen großen Nutzen. Aber die genauen so Use Cases, die genauen Tools, die für unsere Branche den meisten Effekt haben, die können wir am besten mit unseren Partnern eigentlich an euch stellen. Und deshalb ist es mir jetzt wirklich eine Ehre und eine Freude, euch Alessandro auf den Tisch zu bringen und zu zeigen, damit er zeigen kann, was Mirus und Prognolite jetzt zur Industrie bringen können und machen können. Super, vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Es freut mich sehr, hier teilnehmen zu dürfen. Mein Name ist Alessandro Pisetto von der Miro Software. Und die Miro Software ist spezialisiert auf die Herstellung von Softwarelösungen für die Hotellerie- und Gastronomiebereich. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen uns schon. Und wir bieten eine Lohnbuchhaltung an, wir bieten einen Dienstplan, eine Finanzbuchhaltung und andere Lösungen, die mit unseren Hauptprodukten kompatibel sind. Ich selber bin Kundenbetreuer und Product Owner, das heißt, ich bin verantwortlich für die Weiterentwicklung von unseren neuen Produkten, insbesondere vom Miros Dienstplan, den ich auch zeigen werde. Und wir haben uns auch, wie die meisten Softwareunternehmen, Gedanken gemacht, wie können wir
unsere Produkte durch die künstliche Intelligenz und die Technologie, die dahinter steckt, verbessern? Oder wie können wir durch künstliche Intelligenz einen Vorteil unseren Kunden geben? Wie Kartik schon erwähnt hat, ist ja der Fokus in der Hotellerie und in der Gastronomie der Gast selber. Das heißt, klar, man ist noch mit anderen Aufgaben beschäftigt, die gehören auch noch dazu, aber der Fokus sollte eigentlich der Gast sein und seine Zufriedenheit. Und unser Ziel ist natürlich, so viel Zeit dem administrativen Aufwand wegzunehmen, damit man auch Zeit für die Gäste hat und auch einen besseren und qualitativen Service anbieten kann. Eine von den größten Herausforderungen, die man in der Branche hat, betrifft die Planung selber. Und zwar, man hat ja öfters mal das Problem, dass man an gewissen Tagen überbesetzt ist. Das heißt, höhere Personalkosten. Das heißt auch, dass man Personen hat, die vielleicht an diesem Tag unnötig beschäftigt sind oder nicht genügend Arbeit haben. Und wir haben die verkehrte Situation, dass wir vielleicht unterbesetzt sind, dass wir viele Gäste haben, aber zu wenig Mitarbeiter, die diese Gäste auch bedienen können. Beides hat dann natürlich eine Auswirkung auf den Service. Das hat aber auch, was man ja auch nicht vergessen soll, eine Auswirkung auf die Personalkosten. Und wir wissen alle, dass die Personalkosten eins von den größeren Kostenfaktoren überhaupt sind in einem Unternehmen. Und ja, wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir das Problem lösen oder wie können wir die Prozesse vereinfachen. Und wir haben letztes Jahr im Mai einen Asset-Deal abgeschlossen mit einer Firma, die Prognolite heißt. Also wir haben eigentlich die Firma in unserem Portfolio aufgenommen. Und Prognolite ist eine Firma, die existiert schon seit 2016 oder forscht seit 2016 an künstlicher Intelligenz. Und Prognolite hat sich auf die Gastronomie- und Hotelleriebranche spezialisiert. Und die versuchen oder die optimieren gewisse Prozesse. Und zwar, die versuchen uns einen Forecast zu geben, was so präzise ist wie möglich, zwischen den Umsatzziel, den wir uns gesetzt haben, und die Personalkosten. Das heißt, wir können dann immer beobachten, ob wir richtig geplant haben, beziehungsweise ob wir jetzt zu hohe Personalkosten haben oder oder im Gegenteil, ob wir zu wenig Leute haben für einen gewissen Tag. Und wir sehen dann gleich genau, wie das funktioniert und anhand auch von welchen Datenquellen. Das, was ich jetzt eingeblendet habe, ist eine von den Seiten vom Prognolite Tool. Das ist das sogenannte Budget Bunny. Und wie funktioniert das System? Wir haben die Möglichkeit, damit das System auch korrekt rechnen kann, am Anfang, wenn wir unsere Jahresplanung oder Umsatzplanung durchführen, einen Umsatz zu definieren für alle Monate. In diesem Fall habe ich jetzt den Juli als Beispiel genommen. Diesen Umsatz, den kann ich entweder für den ganzen Betrieb eingeben oder wenn ich mit Kostenstellen arbeite, wie zum Beispiel Küche, Service oder andere operative Abteilungen, kann ich das für den ganzen Betrieb machen. Das kann man auch ausfiltern. Da hätte man noch eine Filtermöglichkeit, um die jeweiligen Kostenstellen in die Berechnung mit reinzunehmen. Dieser Umsatz ist die Grundlage für die anderen Berechnungen. Ich kann in dieser Maske auswählen, entweder prozentual oder mit einem Frankenbetrag, wie hoch sollten die Personalkosten im Verhältnis zu diesem Umsatz sein. Und das ist eine Vorgabe, die muss ich im ersten Moment manuell machen. Und das Prognolite-System kann mit verschiedenen Kassensystemen angeknüpft werden. Oder auch mit einem PMS. Jetzt, wenn man zum Beispiel Zahlen aus einem Front Office braucht. Also alles, was uns Zahlen liefern kann über eine Schnittstelle oder über eine API, kann mit Prognolite verknüpft werden. Wir arbeiten daran, dass wir so die größeren Anbieter oder die am meistgenutzten Anbietern
direkt von Anfang an als Option offerieren können. Und die Umsätze, die ich dann generiere, zum Beispiel über ein Kassensystem, die werden dann täglich auf Prognolyte übertragen. Und das hilft mir dann bei der Berechnung. Wir sehen dann jetzt gleich genau wie. Sobald ich jetzt in den Parametern, die ich eingestellt habe, definiert habe, wie hoch sollten die Personalkosten sein, fängt eigentlich die, ich nenne das mal Magie der künstlichen Intelligenz an. Prognolyte basiert konkret auf Machine Learning. Das heißt, unser Ziel ist durch das Tool jetzt nicht Menschen zu ersetzen oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu ersetzen, sondern die zu unterstützen in der Planung. Was heißt das jetzt genau? Es ist manchmal schwierig vorherzusagen, was wird umsatztechnisch am nächsten Tag oder in einer Woche passieren. Und wir versuchen anhand von Daten, die in sogenannten Clustern gesammelt werden, Ähnlichkeiten aus der Vergangenheit zu suchen. Das heißt, wenn wir einen vergleichbaren Tag haben, wie ein Tag, den ich dann nächste Woche oder sogar morgen erwarte, dann macht mir Prognolyte einen Vorschlag, wie ich planen sollte, damit das von den Personalkosten und von der Personalbesetzung aufgehen würde. Wie man hier sehen kann, habe ich gewisse Felder zum Ausfüllen. Also ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, dass ich im Juli mir einen Umsatz wünsche oder erwarte von 160.000 Franken. Und ich habe in diesem Fall einen Frankenziel von 65.000 Franken Personalkostenbudget eingegeben. Und das entspricht 40,63% des Umsatzes in Personalkosten. Das kann man nach den eigenen Bedürfnissen oder Erwartungen einstellen. Und wenn ich das eingestellt habe, kommen wir zum Part, wo dann die künstliche Intelligenz eine Rolle spielt. Und zwar, man hat hier eine Übersicht vom ganzen Monat beziehungsweise von dem Zeitraum, den ich ausgewählt habe. Und wie man direkt beim Datumfeld sehen kann, habe ich hier eine erste Information, und zwar erstmal den Tag an sich, aber man sieht hier auch ein Icon mit dem Wetter. Und das Wetter spielt eine entscheidende Rolle in unserem Forecast. Es macht nämlich, je nach Betrieb, aber für die meisten Betriebe spielt Wetter eine große Rolle, einen großen Unterschied, ob ich morgen 30 Grad und Sonne habe, insbesondere wenn ich auch eine Terrasse betreibe, oder ob es jetzt morgen schneit oder regnet, je nach Saison. Das macht dann auch einen Unterschied über die Gäste, die ich dann in einem gewissen Outlet oder Bereich erwarte. Nicht nur das. Anhand vom Wetter oder von den Reservierungen, die spielen nämlich auch eine Rolle, oder von den Feiertagen, das ist nämlich auch ein Kriterium, was in dieser Berechnung berücksichtigt wird, rechnet mir das System vor, was kann ich als Umsatz erwarten, und dementsprechend habe ich ja auch resultierend dadurch, wie viel Personal sollte ich für diesen Tag einplanen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben ja aktuell Sommerferien, und wenn ich hier drauf gehe auf die Berechnung, sehe ich anhand von den ganzen Daten, die im Hintergrund laufen, ich habe jetzt die Einstellungen zum Wetter, also wir haben verschiedene Wetterservices, die man anbieten kann. Das heißt, ich habe Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad. Ich muss sagen, das sind die Angaben, die Daten sind mit Davos verknüpft, deswegen ein bisschen niedriger, als man das vielleicht jetzt in anderen Regionen aktuell hat. Und ich kann hier sehen, dass wir aktuell Summer Holidays haben, also Sommerferien. Und wenn ich jetzt zum Beispiel morgen, da haben wir ein super Beispiel, morgen ist ja der 1. August, dann sehe ich dann, das ist natürlich super, Vorführeffekt, da ist, erscheint eigentlich auch der Hinweis, dass ich morgen einen Feiertag habe. Die Feiertage kann man dann auch im Hintergrund einstellen, also ob das regional bezogen ist oder
jetzt schweizweit, je nachdem, welche Einstellung man berücksichtigen möchte. Und diese Daten geben dann dem System vor, welchen Umsatz kann ich an diesem Tag erwarten. Ich habe jetzt eine manuelle Anpassung gemacht, das heißt, heute hätte ich ja potenziell noch keinen Umsatz. Ich habe das aber trotzdem jetzt eingegeben, damit wir sehen, wie sich das System verhält. Und zwar hat mir jetzt Prognolite einen Umsatz von 7.040 Franken vorgeschlagen. Der Mitarbeiter, der aber für das Outlet zuständig ist, muss weiterhin noch die Daten pflegen. Das heißt, diese ganzen Forecast-Daten, die folgen im Hintergrund, die werden automatisch gerechnet. Nichtsdestotrotz ist die Person selber immer noch ein wichtiger Bestandteil, weil ich kann am Ende von einem Tag, also die Umsätze würden automatisch von einer Kasse reinkommen, aber ich kann, falls die Kasse jetzt nicht alles berücksichtigen konnte, diese Werte immer noch anpassen. Oder ich könnte sogar, wenn ich jetzt mit einem Forecast, den mir die KI gemacht hat, nicht einverstanden bin, hat der Mensch immer noch das letzte Wort, weil ich vielleicht gewisse Events nicht berücksichtigen konnte, weil die vielleicht nicht durch das PMS eingeflossen sind. Also ich kann immer noch die Daten bearbeiten, wenn ich das für richtig halte. In diesem Fall sehen wir jetzt, ich habe versucht, verschiedene Beispiele aufzubauen. Ja, vielleicht ein paar von denen sind ein bisschen extrem von den Personalkosten. Aber wenn ich jetzt den heutigen Tag nehme und der Umsatz von 6.820 Franken wurde bestätigt, sehe ich auch, und das kommt dann von der Planung vom Mirus, wie viele oder wie hoch sind meine Personalkosten in Franken. Und da wird die Umrechnung gemacht. Das heißt, ich sehe jetzt, dass ich an diesem Tag einen prozentualen Wert von 29,4% habe. Das heißt, ich bin unter diesem Wert, den wir in der ersten Einstellung gesehen haben, von circa 40%, den ich im Vorfeld vorbereitet hatte, sind wir drunter. Das wäre natürlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis, vielleicht in der operativen jetzt ein bisschen unrealistisch, aber wie gesagt, das sind Beispieldaten. Ich hätte an diesem Tag 11% weniger Personalkosten gehabt, als das mein durchschnittliches Ziel wäre. Und somit würde ich sehen, dass ich jetzt rein von den Personalkosten optimal geplant habe. Wenn ich das mit einem anderen Tag vergleiche, wie zum Beispiel am 29., da ist leider das nicht so gelaufen, wie ich das vielleicht erwartet habe, oder ich habe falsch geplant, nicht nach dem Forecast. Und ich sehe, an diesem Tag habe ich 53% Personalkosten, also ich bin 12,3% über der Vorgabe, die ich im Vorfeld definiert habe. Jetzt diese Daten alleine, die können mir schon helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Ich kann auch beobachten im oberen Bereich, wo ich mich gerade auf der angegebenen Periode befinde. Das heißt, ich hatte mir ein Ziel gesetzt von 160.000 Franken für den Monat. Am Ende des Monats, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht an jedem Tag den optimalen Umsatz erreichen konnte, aber auf den Monat gesehen habe ich ein Plus von 7%. In diesem Fall sind das diese 11.170 Franken. Und das wäre rein die Berechnung anhand von den Daten. Also hier spielt das Wetter eine Rolle, die Events im eigenen Betrieb, die Events in der Nähe, die Reservierungen, die reingekommen sind über die verschiedenen Reservierungsportals, die wir auch anbinden können. Und das ist erstmal ein erster Überblick. Das Ziel ist aber natürlich, dass wir diese Daten nicht nur als informative Daten nehmen, sondern, und das bringt mich dann direkt zum nächsten Thema, werden wir diese Daten für unseren Mirus-Dienstplan nutzen. Wir haben in den letzten 2 Jahren intensiv an einem neuen Mirus-Dienstplan gearbeitet. Den kann ich hier jetzt zeigen. Und der neue Dienstplan soll anhand von den Daten, die Prognolite uns liefert, uns helfen, von Anfang an besser zu planen.
diese Optimierung wird in verschiedenen Phasen erfolgen. Das heißt, am Anfang, das wäre unser nächstes Ziel, und da habe ich ein Beispiel vorbereitet. Sobald die Berechnung im Hintergrund passiert ist, schlägt mir der Dienstplan vor, wie viele Dienste, wir nennen das intern Schichthüllen, ich haben sollte für diesen Tag, damit ich optimal planen kann. Und hier hätte ich jetzt einen Vorschlag, zum Beispiel am 1. August. Idealerweise habe ich dreimal den A1-Dienst, zweimal den SD2-Dienst, einmal den Frühdienst und so weiter. Das heißt, ich kann diese Dienste planen, weil ich dann weiß, ich kann mit diesen Diensten den Tag abdecken und trotzdem, außer ich möchte jetzt Personen mehr einplanen, noch die Kosten im Rahmen halten. Das heißt, immer noch das Verhältnis zwischen Umsatz und Personalkosten unter Kontrolle haben. Und das ist so die erste Phase. Was wir in Zukunft auch planen, was natürlich die Berechnung ein bisschen komplexer macht, ist, dass die Planung auch die gesetzlichen Vorgaben, die wir auch nicht vergessen müssen, die sind ja auch extrem wichtig, berücksichtigen können. Insbesondere für die Gastronomie- und Hotelleriebetriebe ist ja der LGV maßgebend für die Planung, aber auch das Arbeitsgesetz. Und in einem weiteren Step, das ist natürlich das, was wir als Endziel oder erstmal als erstes Endziel erreichen wollen, ist auch das Berücksichtigen von den Skills der Mitarbeiter. Das heißt, nicht jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hat ja die gleichen Eigenschaften. Man hat ja auch verschiedene Positionen innerhalb von der Firma. Das heißt, nicht jede Person ist mit einer anderen ersetzbar, auch rein von den Funktionen. Aber jede Person hat auch eigene Eigenschaften. Das könnten die Sprachen sein. Und das werden wir in Zukunft dann auch berücksichtigen. Das heißt, dieses Prognolyze-System, was jetzt als separates Programm erscheint, weil das im Moment noch ein separates Tool ist, was aber trotzdem schon jetzt mit dem Mirus-Dienstplan kommuniziert, wird dann in einer weiteren Phase direkt in unserem Dienstplan eingebaut. Das heißt, Prognolyte und Mirus, beziehungsweise langfristig gesehen alle Mirus-Produkte werden nicht mehr separate Produkte sein, sondern wir haben eine Integration, die dann über webbasierte Tools, also browserbasierte Tools erfolgt, in einem Programm verfügbar sein. Was wir auch eingebaut haben für diejenigen, die das aktuelle Mirus-Programm haben, ist das auch eine Neuigkeit. Wir unterstützen die Planung nicht nur mit den Zahlen oder mit den Personalkosten, sondern wie gesagt, die gesetzlichen Vorgaben sind ja auch ein wichtiges Thema. Und wir haben direkt in der Planungsübersicht Warnungen eingebaut. Ob man jetzt die Warnungen immer sehen möchte, das ist ein anderes Thema, aber die muss man berücksichtigen, damit man auf der korrekten Seite ist, auch vom Gesetz her. Und da könnte ich zum Beispiel sehen, dass ich jetzt, wenn ich die Planung so behalte, den Ruhetag-Anspruch nicht einhalten konnte. Das hat damit zu tun, dass dies noch eine manuelle Planung ist. Ich habe jetzt nicht die Vorgabe auf den Mitarbeiter komplett bezogen, sondern allgemein auf die Planung. Und ich kann dann immer beobachten, welche Verstoße ich per diesen Zeitpunkt eingeplant habe. Und das sollte natürlich ein Hinweis sein, nicht nur das zur Kenntnis zu nehmen, sondern wenn möglich auch die Planung dementsprechend anpassen, damit das dann auch wieder richtig geht. Die Warnungen, die wir eingebaut haben, die blockieren jetzt nicht die Planung, weil wir sollten trotzdem noch die Freiheit haben, als Betrieb, als Personen aktiv zu entscheiden, ob ich jetzt, obwohl man das nicht unbedingt immer machen sollte, aber vielleicht eine Ausnahme brauche, weil ich vielleicht Krankheitsfälle im Betrieb habe und trotzdem die Person an einem gewissen Tag brauche. Und ja, ich habe immer noch die Freiheit zu entscheiden, ob und wie ich plane.
Ein wichtiger Punkt, ich habe ja am Anfang gesagt, wir wollen nicht die Menschen durch KI ersetzen, das wäre schlecht, das wäre auch nicht zielführend, sondern wir brauchen immer noch die Leute im Betrieb, weil KI ist ein Werkzeug, was uns sehr gut helfen kann. Von der anderen Seite kann aber KI nicht beurteilen, ob gewisse Werte immer korrekt sind. Das heißt, es ist auch Verantwortung von den Abteilungsleitern, von denjenigen, die planen, die Daten noch zu validieren, weil KI insbesondere durch das Machine Learning von uns Usern auch lernt. Das heißt, wenn ein Tag dann doch am Ende nicht so optimal geplant war, dann fließt die Planung, die ich manuell bearbeite, wieder in das Prognolyte zurück und das wird dann als Berechnungsbasis für die Zukunft genutzt. Das heißt, das System wird mit der Zeit immer besser, immer effizienter, weil ich auch der KI die Richtung gebe, wie die Planung eigentlich für meinen Betrieb gepasst hat. Und deswegen ist der Mensch immer noch eine wichtige Komponente. Wir haben auch das ungefähr ausgerechnet, dass wir die Lernkurve von einem Abteilungsleiter um die Hälfte verkürzen können durch die Unterstützung von KI. Das heißt, nach circa 1 bis 1,5 Jahren, sagen wir 2 Jahre in gewissen Fällen, hat KI eigentlich die Planungsgenauigkeit von einem Abteilungsleiter, der 5 Jahre Erfahrung hat. Das heißt, wir können diese Lernkurve verkürzen, aber der Abteilungsleiter selber kann von KI auch lernen. In dem Sinne, man kann ja die Planung durch die Daten, die KI uns vorschlägt, optimieren bzw. übernehmen. Das heißt, KI lernt vom Menschen und der Mensch lernt auch von KI. Und das ist, glaube ich, das Interessante dran. Der Dienstplan ist gerade in Entwicklung. Also wir haben schon ein paar Kunden, die das als Pilotprojekt nutzen. Das heißt, der Dienstplan per se, der wird jetzt in den nächsten Monaten veröffentlicht und die KI-Komponente und die komplette Integration mit Prognolyte, das erfolgt etappenweise und in diesen Phasen, die ich erklärt habe. Also erstmal fangen wir bisschen einfacher an, also mit dem Schichthüllen-Forecast und dann später werden wir die Komplexität mit der Zeit erhöhen. Das ist keine einfache Aufgabe und wir wollen auch sicher gehen, dass die Richtung, in der wir uns bewegen, die richtige ist und wir freuen uns auch logischerweise auf die ersten Feedbacks von unseren Kunden. Falls jemand vielleicht mehr Fragen haben sollte oder sich das nochmal genauer anschauen möchte, man kann uns über das Kontaktformular auf der Mirus-Webseite kontaktieren oder auch ganz einfach über die E-Mail-Adresse info@mirus.ch und dann können wir gerne noch einen Termin vereinbaren beziehungsweise die Fragen nochmal ein bisschen detaillierter beantworten. Super, vielen Dank, Alessandro. Dann würde ich noch gerne darauf hinweisen, dass wir am 28. August das nächste Webinar haben werden. Das Thema wird Gästeerlebnis und Personalisierung sein mit einem Partner, das sich Lobby nennt, das E-Mail-Automationen eigentlich auf den Hotelbetrieb spezialisiert reinbringt. An dieser Stelle möchte ich aber auch öffnen für Fragen. Falls irgendwelche Fragen im Moment bestehen, könnt ihr einfach das Händchen hochheben oder wenn ihr euch wohler fühlt mit dem Chat, könnt ihr auch im Chat was reinschreiben, wie es euch am angenehmsten ist. Ja, Herr Christoph Steiner. Ja, hallo miteinander. Also ich habe 2 Fragen. Das eine ist, inwiefern ist mit Prognolyte auch die Einbindung der Mitarbeiterwünsche in die Freiplanung angedacht?
Ist eine Version geplant, wo eben Mitarbeiter auch damit kommunizieren können und eben bei der Arbeitsplangestaltung tatsächlich mitreden können? Und inwiefern ist auch angedacht, dass PrognoLight dann tatsächlich auch einen Dienstplanvorschlag mit der effektiven Schichtzuteilung ausarbeitet? Das ist die eine Frage, respektive waren schon zwei. Und die zweite Frage ist, inwiefern hat PrognoLight die Möglichkeit, auch historische vorhandene Daten auszuwerten, um eben Logiken, betriebsspezifische Logiken zu erkennen und auswerten zu können und dann auf die Zukunft zu übersetzen? Danke für die Frage, die sind sehr interessant. Wir haben uns schon Gedanken gemacht, wie wir uns das gerne wünschen in einer Zukunft betreffend die automatisierte Planung. Und zwar einen Wunsch, den wir öfters bekommen haben, ist auch das Berücksichtigen von den Wünschen der Mitarbeiter. Also das wird eine große Rolle spielen, weil das ist auch eine große Herausforderung, die man bei der Planung hat. Das heißt, das werden wir auch in unsere Berechnung mit reinnehmen. Das heißt, die Freiwünsche, aber auch die Verfügbarkeiten allgemein der Mitarbeiter. Und das Endziel ist, das, was ich vorhin gezeigt habe, ist nur die Initialphase, dass wir automatische Vorschläge bekommen, die dann all diese wichtigen Parameter mit berücksichtigen. Das heißt, einmal das Gesetzliche, das ist immer noch ganz oben auf unserer Prioritätenliste, das muss man einhalten, aber auch die Freiwünsche oder Verfügbarkeiten auf gewissen Wochentagen der Mitarbeiter, wie auch die Skills. Und wenn es geht, das ist natürlich ein etwas komplexerer Part, auch die, wie soll ich sagen, die Verhältnisse zwischen den Mitarbeitern. Man weiß ja auch in der Planung, dass vielleicht der eine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin besser im Team arbeitet, wenn eine weitere Person anwesend ist. Und diese ganzen Daten werden dann, und das ist das Endziel, die automatisierte Planung unterstützen. Betreffend historische Daten, es ist natürlich eine Voraussetzung, dass wir historische Daten haben für eine akkurate Berechnung. Das heißt, man kann auch in dem Moment, wo man das Programm dann das erste Mal einführt, bereits historische Daten, also idealerweise Minimum von den letzten 2 Jahren, wenn die uns zur Verfügung stehen, dass wir die in den Algorithmus für den Kunden dann einbauen, weil wenn wir komplett von Null anfangen, dann fehlt uns logischerweise eine History und dann braucht natürlich auch das Machine Learning viel länger, damit es dann brauchbare Ergebnisse gibt. Das heißt, man könnte auch beispielsweise die Umsätze von den letzten 2 Jahren von dem Kassensystem, wenn man die auf File hat, mit reinbringen, damit die Berechnung schon mit einer soliden Basis anfangen kann. Danke, Alessandro. Gibt es noch weitere Fragen an diesem Punkt? Ich möchte euch aber sehr herzlich bedanken, dass ihr dabei wart bei diesem ersten Webinar für KI von Hotellerie Suisse. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten paar Webinare euch wieder sehen können und euch hoffentlich mehr auf den Weg geben können, damit wir in Zukunft eine resilientere, stärkere Branche aufstellen können. Vielen Dank und ich wünsche euch einen wunderschönen 1. August.